Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute ist brandaktuell und sorgt in deutschen Unternehmen für hitzige Diskussionen. Homeoffice. Sollen Mitarbeitende von zu Hause aus arbeiten dürfen oder nicht? Und wer hat das Recht zu entscheiden? Was während der Corona-Pandemie aus der Not heraus entstand, hat die Arbeitswelt dauerhaft verändert. Und jetzt streiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber, wie es weitergehen soll. Heute hören wir beide Seiten. Plus 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau rund um Arbeit, Homeoffice und die Debatte darüber. Los geht's. Thomas, arbeitest du selbst im Homeoffice? Ja, teilweise. Ich schätze die Flexibilität sehr. Aber ich merke auch, dass mir manchmal der persönliche Austausch mit Kollegen fehlt. Es ist kein Entweder-Oder für mich, sondern ein Gleichgewicht. Das ist eine sehr verbreitete Haltung. Aber fangen wir von vorne an. Vor der Corona-Pandemie war Homeoffice in Deutschland vergleichsweise selten. Deutschland hatte im europäischen Vergleich eine der niedrigsten Homeoffice-Quoten. Nur etwa 5% der Beschäftigten arbeiteten regelmäßig von zu Hause. Das hat kulturelle Gründe. Die deutsche Präsenzkultur, die Erwartung, physisch am Arbeitsplatz anwesend zu sein, war tief verankert. Anwesenheit wurde mit Produktivität gleichgesetzt. Wer zu Hause arbeitet, arbeitet wirklich. Das war die unausgesprochene Frage vieler Führungskräfte. Dann kam Corona. Über Nacht mussten Millionen Deutsche ins Homeoffice. Und plötzlich zeigte sich, es funktioniert. Die Produktivität blieb stabil, viele Studien zeigten sogar eine Steigerung. Die Präsenzkultur wurde mit einem Schlag in Frage gestellt. Nach dem Ende der Pandemie wollten viele Arbeitnehmer das Homeoffice behalten. Und viele Arbeitgeber wollten die Mitarbeitenden zurück ins Büro. Der Konflikt war vorprogrammiert. In Deutschland gibt es kein generelles Recht auf Homeoffice. Es gibt keine gesetzliche Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten. Das ist ein zentraler Punkt und einer, der viele Arbeitnehmer frustriert. Während in anderen europäischen Ländern, Portugal, den Niederlanden, Gesetze zum Recht auf Homeoffice eingeführt wurden, hinkt Deutschland hier noch hinterher. Die Debatte darüber läuft, aber eine verbindliche Regelung fehlt. Schauen wir uns die Argumente genauer an. Warum wollen so viele Menschen im Homeoffice bleiben? Erstens, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wer zu Hause arbeitet, kann Kinderbetreuung flexibler organisieren, kurze Pausen für Haushaltsaufgaben einbauen, Arzttermine leichter wahrnehmen. Besonders für Eltern ist das ein enormer Gewinn an Lebensqualität. Zweitens, der Wegfall des Pendelns. In deutschen Großstädten pendeln viele Arbeitnehmer täglich 1 bis 2 Stunden. Das ist verlorene Zeit, Stress und Kosten. Wer das wegfallen lässt, gewinnt Lebenszeit zurück. Drittens, Konzentration und Produktivität. Viele Menschen arbeiten im ruhigen Homeoffice konzentrierter als in einem Großraumbüro voller Ablenkungen. Tiefes, fokussiertes Arbeiten, Deep Work, ist zu Hause oft einfacher. Viertens, die Attraktivität als Arbeitgeber. In Zeiten des Fachkräftemangels ist Homeoffice ein entscheidendes Argument bei der Jobwahl. Unternehmen, die flexibles Arbeiten anbieten, ziehen Talente an, besonders jüngere Generationen. Und fünftens, Nachhaltigkeit. Weniger Pendeln bedeutet weniger CO2-Emissionen. Viele Unternehmen nutzen das auch als Nachhaltigkeitsargument. Und die Gegenseite? Warum wollen manche Arbeitgeber und sogar manche Arbeitnehmer zurück ins Büro? Erstens, Teamdynamik und Kreativität. Spontane Gespräche im Flur, der kurze Austausch am Kaffeeautomaten, das gemeinsame Brainstorming am Whiteboard. Vieles davon entsteht nicht in Videokonferenzen. Kreativität und Innovation brauchen oft physische Nähe. Zweitens, Unternehmenskultur. Wie baut man eine gemeinsame Kultur, Werte und Identität auf, wenn sich die Mitarbeitenden kaum sehen?
Besonders neue Kollegen und Berufseinsteiger lernen am schnellsten durch Beobachtung und direkte Interaktion. Drittens. Kontrolle und Vertrauen. Das klingt hart, aber es ist real. Manche Führungskräfte vertrauen Mitarbeitenden im Homeoffice weniger. Sie brauchen Sichtbarkeit, um Vertrauen aufzubauen. Das ist ein Führungsproblem, aber ein reales. Viertens, die häusliche Situation. Nicht jeder hat zu Hause ein ruhiges Arbeitszimmer. Wer in einer kleinen Wohnung mit Kindern oder Mitbewohnern arbeitet, ist zu Hause oft weniger produktiv als im Büro. Und fünftens. Soziale Isolation. Manche Menschen, besonders Jüngere oder Singles, leiden unter der sozialen Isolation des Homeoffice. Das Büro ist nicht nur Arbeitsort, sondern auch sozialer Raum. Ausdruck 1. Das Homeoffice. Bedeutung: das Arbeiten von zu Hause aus, meist mit digitaler Verbindung zum Unternehmen. Beispiel 1. Während der Pandemie arbeiteten in Deutschland plötzlich Millionen Menschen im Homeoffice. Beispiel 2. Homeoffice ist für viele Arbeitnehmer heute kein Benefit mehr, sondern eine Grunderwartung. Ausdruck 2. Die Präsenzkultur. Bedeutung: die Erwartung oder Norm, dass Mitarbeitende physisch am Arbeitsplatz anwesend sein sollen. Beispiel 1. Die deutsche Präsenzkultur hat tiefe Wurzeln. Anwesenheit wurde lange mit Leistung gleichgesetzt. Beispiel 2. Die Pandemie hat die Präsenzkultur in vielen deutschen Unternehmen dauerhaft erschüttert. Ausdruck 3. Die Vereinbarkeit. Bedeutung: die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Beruf und Familie, harmonisch zu verbinden. Beispiel 1. Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eines der stärksten Argumente für Homeoffice. Beispiel 2. Viele Mütter und Väter entscheiden sich bewusst für Arbeitgeber, die Vereinbarkeit fördern. Ausdruck 4. Das Pendeln. Bedeutung: das regelmäßige Zurücklegen des Weges zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Beispiel 1. Das tägliche Pendeln kostet viele Berliner oder Münchner bis zu 2 Stunden pro Tag. Beispiel 2. Der Wegfall des Pendelns ist für viele Homeoffice-Befürworter das wichtigste Argument. Ausdruck 5. Die Flexibilität. Bedeutung: die Fähigkeit, Arbeitszeit und Ort an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Beispiel 1. Flexibilität ist für die jüngere Generation bei der Jobwahl wichtiger als ein hohes Gehalt. Beispiel 2. Unternehmen, die Flexibilität bieten, haben im Fachkräftewettbewerb einen klaren Vorteil. Ausdruck 6. Der Fachkräftemangel. Bedeutung: ein Zustand, in dem es zu wenige qualifizierte Arbeitskräfte für offene Stellen gibt. Beispiel 1. Deutschland leidet unter einem ausgeprägten Fachkräftemangel, besonders in Technik und IT. Beispiel 2. Wegen des Fachkräftemangels müssen Unternehmen attraktivere Arbeitsbedingungen anbieten. Ausdruck 7. Die Produktivität. Bedeutung: das Verhältnis zwischen erbrachter Leistung und eingesetztem Aufwand oder Zeit. Beispiel 1. Studien zeigen, dass die Produktivität im Homeoffice mindestens genauso hoch ist wie im Büro. Beispiel 2. Produktivität lässt sich nicht an Anwesenheit messen, sondern an Ergebnissen. Ausdruck 8. Hybrid. Bedeutung: eine Kombination aus 2 Elementen. Hier: teilweise im Büro, teilweise im Homeoffice arbeiten. Beispiel 1. Hybrides Arbeiten ist heute das beliebteste Modell. Weder reines Büro noch reines Homeoffice. Beispiel 2. Viele Unternehmen haben auf hybride Arbeitsmodelle umgestellt und berichten von positiven Erfahrungen. Ausdruck 9. Die Eigenverantwortung. Bedeutung: das Bewusstsein, selbst für die eigene Arbeitsleistung und Organisation verantwortlich zu sein. Beispiel 1. Homeoffice erfordert hohe Eigenverantwortung. Nicht jeder kommt damit gut zurecht. Beispiel 2. Wer im Homeoffice erfolgreich ist, zeigt oft überdurchschnittliche Eigenverantwortung. Ausdruck 10. Die Vertrauensarbeitszeit. Bedeutung:
ein Arbeitszeitmodell, bei dem keine festen Stunden kontrolliert werden, sondern Ergebnisse zählen. Beispiel 1. Mit Vertrauensarbeitszeit signalisiert ein Arbeitgeber: Ich messe dich an deinen Ergebnissen, nicht deiner Anwesenheit. Beispiel 2. Vertrauensarbeitszeit ist eng mit Homeoffice verknüpft. Sie setzt auf Leistung statt Kontrolle. Ausdruck 11. Die Teamdynamik. Bedeutung: Die Art und Weise, wie ein Team zusammenarbeitet, kommuniziert und sich gegenseitig beeinflusst. Beispiel 1. Viele Führungskräfte befürchten, dass Homeoffice die Teamdynamik und den Zusammenhalt schwächt. Beispiel 2. Eine gute Teamdynamik entsteht nicht automatisch, sie muss aktiv gefördert werden, auch remote. Ausdruck 12. Die Unternehmenskultur. Bedeutung: Die gemeinsamen Werte, Normen und Verhaltensweisen, die eine Organisation prägen. Beispiel 1. Eine starke Unternehmenskultur braucht Zeit und Nähe. Beides wird im Homeoffice erschwert. Beispiel 2. Unternehmen mit starker Unternehmenskultur meistern hybrides Arbeiten besser als andere. Ausdruck 13. Der Arbeitgeber. Bedeutung: Eine Person oder Organisation, die Arbeitnehmer beschäftigt und für ihre Vergütung verantwortlich ist. Beispiel 1. Der Arbeitgeber hat in Deutschland das Recht, den Arbeitsort grundsätzlich vorzuschreiben. Beispiel 2. Viele Arbeitgeber nutzen Homeoffice-Angebote heute als Instrument zur Mitarbeiterbindung. Ausdruck 14. Der Arbeitnehmer. Bedeutung: Eine Person, die in einem Beschäftigungsverhältnis steht und für einen Arbeitgeber tätig ist. Beispiel 1. Arbeitnehmer in Deutschland haben kein gesetzliches Recht auf Homeoffice. Beispiel 2. Viele Arbeitnehmer sehen die Rückkehr ins Büro als einen Rückschritt in der Work-Life-Balance. Ausdruck 15. Die Work-Life-Balance. Bedeutung: Das Gleichgewicht zwischen beruflichen Anforderungen und dem privaten Leben. Beispiel 1. Homeoffice verbessert für viele Menschen die Work-Life-Balance erheblich. Beispiel 2. Eine schlechte Work-Life-Balance ist einer der häufigsten Gründe für Burnout und Jobwechsel. Ausdruck 16. Die Isolation. Bedeutung: Ein Zustand des sozialen Abgeschnittenseins und der fehlenden persönlichen Verbindung. Beispiel 1. Besonders jüngere Mitarbeitende ohne soziales Netzwerk leiden im Homeoffice unter Isolation. Beispiel 2. Soziale Isolation im Homeoffice ist ein ernstes Problem, das Führungskräfte aktiv ansprechen müssen. Ausdruck 17. Das Direktionsrecht. Bedeutung: Das Recht des Arbeitgebers, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung einseitig zu bestimmen. Beispiel 1. Das Direktionsrecht erlaubt dem Arbeitgeber in Deutschland, Mitarbeitende ins Büro zurückzurufen. Beispiel 2. Die Grenzen des Direktionsrechts bei Homeoffice-Regelungen werden juristisch noch debattiert. Ausdruck 18. Die Betriebsvereinbarung. Bedeutung: Eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu Arbeitsbedingungen. Beispiel 1. Viele Unternehmen regeln Homeoffice durch eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat. Beispiel 2. Eine Betriebsvereinbarung schafft klare Regeln und schützt sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Ausdruck 19. Der Betriebsrat. Bedeutung: Ein gewähltes Gremium, das die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber vertritt. Beispiel 1. Der Betriebsrat hat bei Homeoffice-Regelungen in Deutschland ein wichtiges Mitbestimmungsrecht. Beispiel 2. Ohne Zustimmung des Betriebsrats können viele Arbeitgeberentscheidungen nicht umgesetzt werden. Ausdruck 20. Das Mitbestimmungsrecht. Bedeutung: Das gesetzlich verankerte Recht der Arbeitnehmer, über einen Betriebsrat an Entscheidungen beteiligt zu werden. Beispiel 1. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gilt auch für die Einführung oder Abschaffung von Homeoffice. Beispiel 2. Das deutsche Mitbestimmungsrecht ist eines der stärksten in Europa und ein wichtiges Schutzinstrument. Im zweiten Teil: Was sagt die Forschung wirklich? Was machen große Unternehmen? Und wie sieht die ideale Lösung aus?
Die Forschungslage ist interessanter, als man denkt. Die meisten Studien zeigen, Homeoffice erhöht die individuelle Produktivität bei konzentrierten Einzelaufgaben. Aber es verringert die kollaborative Leistung, also das, was in Teams gemeinsam entsteht. Eine bekannte Stanford-Studie zeigte, dass Homeoffice-Mitarbeitende 13% produktiver waren. Aber eine neuere Studie derselben Gruppe zeigte, vollständiges Homeoffice schadet Karriereentwicklung und Beförderungschancen, weil Sichtbarkeit fehlt. Das ist das Paradoxon. Homeoffice ist gut für Produktivität, aber schlecht für Karriere. Wer zu Hause arbeitet, ist unsichtbarer. Und Unsichtbarkeit kostet Aufstiegschancen. Das nennt sich der Proximity Bias, die unbewusste Tendenz von Führungskräften, Mitarbeitenden zu bevorzugen, die physisch anwesend sind. Kein Arbeitgeber gibt das zu, aber die Daten zeigen es. Nach der Pandemie haben viele große Unternehmen die Rückkehr ins Büro verlangt. Amazon, Google, Deutsche Bank, alle haben Präsenzpflichten eingeführt. In Deutschland war das SAP-Beispiel besonders diskutiert. SAP hatte sehr liberale Homeoffice-Regeln und führte dann eine Pflicht zu mehr Präsenz ein. Die Reaktion der Mitarbeitenden war heftig: öffentlicher Protest, Petitionen, Medienberichte. Das zeigt, wenn Arbeitnehmer einmal Flexibilität hatten und sie wieder verlieren, empfinden sie das als Verlust, nicht als Rückkehr zur Normalität. Errungenschaften zurückzunehmen, ist politisch heikel. Gleichzeitig gibt es Unternehmen, die vollständig remote arbeiten, ohne Büro. Automattic, der Hersteller von WordPress, hat gar keine Büros weltweit und ist sehr erfolgreich. Was ist die ideale Lösung? Wenn wir uns die Forschung anschauen, zeichnet sich ein Bild ab. Hybrides Arbeiten, 2 bis 3 Tage im Büro, 2 bis 3 Tage zu Hause, scheint für die meisten Wissensarbeiter optimal. Im Büro für Kollaboration, Kreativität und sozialen Zusammenhalt. Zu Hause für konzentrierte Einzelarbeit und Flexibilität. Das Beste aus beiden Welten. Aber die entscheidende Frage ist nicht Büro oder Homeoffice. Die entscheidende Frage ist, wie führt man Menschen, die man nicht sehen kann? Das ist eine Führungsaufgabe. Und die meisten deutschen Führungskräfte wurden dafür nie ausgebildet. Vertrauen statt Kontrolle. Ergebnisorientierung statt Anwesenheitspflicht. Klare Kommunikation statt stiller Erwartungen. Das sind die Prinzipien guter Führung im hybriden Zeitalter. Die Homeoffice-Debatte ist am Ende keine Frage des Ortes. Sie ist eine Frage der Unternehmenskultur, des Vertrauens und des Führungsverständnisses. Und genau deshalb ist sie so kompliziert und so wichtig. Das war unsere Folge über Homeoffice, die große Debatte über das Arbeiten von zu Hause. Wir haben 20 Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Präsenzkultur und Vereinbarkeit über Direktionsrecht und Betriebsrat bis hin zu Mitbestimmungsrecht und hybrides Arbeiten. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Arbeitet ihr im Homeoffice? Bevorzugt ihr Büro oder zu Hause? Und warum? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden zweiten Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und arbeitet, wo ihr am besten seid. Tschüss.